Hier erfährst du, wofür du einen Abschlussbericht benötigst und was du dabei beachten solltest. Viele FörderInnen benötigen neben einer Abrechnung auch einen ausformulierten Abschlussbericht. Das ist aber kein Grund, um in Panik zu verfallen, denn diese Berichte müssen meistens nicht hochwissenschaftlich sein oder besonders kreativ ausfallen. Zudem könnt ihr auf vieles zurückgreifen, das ihr schon erstellt habt, zum Beispiel eure stichpunktartige Dokumentation, euren Zeitplan und euer Projektziel. Wenn eure FörderInnen nicht auf einen Abschlussbericht bestehen, kann sich auch für euch selbst eine Aufarbeitung des Projektes lohnen, die ihr für zukünftige Projekte wiederverwenden könnt. Somit könnt ihr es unter anderem vermeiden, den gleichen Fehler erneut zu begehen. Dann reichen auch schon stichpunktartige Sammlungen aus. Was sollte unbedingt in eurem Abschlussbericht stehen? Infos zu euch. In welchem Rahmen habt ihr das Projekt umgesetzt? Was gibt es über euer Team zu sagen? Infos zum Projekt. Diese Inhalte könnt ihr aus euren Projektrahmendaten W-Fragen übernehmen und gegebenenfalls ausformulieren. Ablauf des Projektes. Formuliert einmal den Ablauf eures Projektes aus. Nutzt dafür gerne eure Zeitplanung und eure stichpunktartige Dokumentation. Zusätzlich sollte auch beantwortet werden: Wurden eure Projektziele erreicht? Welche Erfolge wurden erreicht? Wie viel Publikum wurde erreicht? Wurde euer Zielpublikum erreicht? Zum Beispiel könnt ihr angeben, wie viel Publikum bei eurem Filmshowing da war oder wie intensiv die überdachten Fahrradständer in der ersten Woche genutzt werden. Benennt auch, dass ihr das Projekt nur mit Hilfe von KooperationspartnerInnen und FörderInnen umsetzen konntet. Dank der Stiftung XY konnten wir und so weiter. In eurem Abschlussbericht darf auch nicht fehlen, welche inhaltlichen, formativen oder finanziellen Veränderungen sich ergeben haben und warum sich diese ergeben haben. Beachtet dabei unbedingt, dass sich Veränderungen nur in einem bestimmten Rahmen ergeben können. Zum Beispiel könnt ihr kein Geld für den Bau einer Fahrradwerkstattstation beantragen und das Geld dann für eine Party nutzen. Vergesst auch nicht euer Fazit bzw. eure Schlussfolgerung. Welche abschließenden Worte und welche Einschätzung fallen euch zum Projekt ein? Welche neuen Gedanken sind aus eurem Projekt heraus entstanden? Und wer hat von dem Projekt profitiert? Der Abschlussbericht sollte ordentlich und formal geschrieben werden. Vermeidet Rechtschreibfehler oder ein unordentliches Layout. Ihr habt Fotos gemacht, die das Projekt gut visualisieren? Fügt gerne auch Bildmaterial hinzu. Über euer Projekt wurde in der Presse berichtet? Fügt Links oder einen Pressespiegel hinzu. Ihr habt für euer Projekt Werbung gemacht? Auch Exemplare von euren Flyern oder Postern könnt ihr mit anhängen. Die meisten FörderInnen überprüfen dabei auch nochmal, ob ihr Logo hinzugefügt wurde. Je nach FörderInnen schwankt es, welche Inhalte im Abschlussbericht stehen sollen. Wenn ihr euch unsicher seid und wenn ihr auch online keine Angaben findet, dann ruft am besten nochmal bei euren FörderInnen an und fragt genau nach. Schickt den Bericht je nach Anforderung per Post oder digital als PDF-Datei, am besten gleichzeitig mit der Abrechnung an eure FörderInnen.